Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Cheeky Boink und das ist Homeworld Deserts of Kharak. Ein Spiel im Homeworld Universum. Ich bin ein großer, riesiger, unfassbarer Fan des Original Homeworld und Homeworld 2. Die habe ich auch noch, aber ich dachte mir, schauen wir uns doch mal Deserts of Kharak an und vielleicht kommen wir auch noch beim nächsten Mal zum Original. Was storytechnisch und spielerisch unfassbar gut ist. Habe ich das schon mal erwähnt? Unfassbar gut. Das Ganze hier von Gearbox und Blackbird Interactive, wenn ich das richtig sehe, da unten. Mein Wecker steht davor, aber das müsste Blackbird Interactive sein. Ich bin total gespannt. Ich habe nichts gelesen. Ich habe mir einen Trailer angeguckt, ganz kurz. Habe dann wieder weggeguckt, weil ich mich nicht spoilern wollte. Und es gibt auch DLC dafür. Aber das relevant eigentlich nur für den Mehrspieler-Part. Die Reviews auf Steam sind gemischt, gehen aber eher in die positive Richtung. Und wir schauen uns den Einzelspieler-Part an. Ich bin ein Echtzeit-Strategie- oder Strategie-Spiel-Fan. Und da gehört natürlich auch Homeworld dazu. Ich wünsche euch viel Spaß, ich wünsche mir viel Spaß. Mal gucken, wie das Ganze hier ist. Wie gesagt, ich habe es mir noch nicht angeschaut, habe es hier auch noch nicht gestartet. Und ja, ich bin gespannt. Gehen wir mal in die Kampagnen. Das Kampagnen-Tutorial. Lerne, wie das Kommandoträgerschiff gesteuert wird. Okay, und wie du der Flotte Befehle erteilst. Da bin ich mal gespannt. Ich lasse das mal auf Mittel hier. Ich weiß nicht, ob wir dann später switchen auf einfach, aber wir versuchen es mal auf Mittel. Bin ich eigentlich kein Fan von. Ich bin so der, wir haben es so einfach wie möglich und genießen die Kampagne-Typ, aber naja. Auch schon eine Ewigkeit her, dass ich die Original-Homeworld-Teile gespielt habe. Aber ich habe die Remastered-Version hier auf Steam. Ich weiß, ich denke, wir werden es in Abschnitte aufteilen, dass wir sagen, okay, jedes, ich sag mal, Tutorial ist ein Video, die erste Mission ist ein Video. Ich denke, das macht Sinn. Okay, das ist ja schon mal grafisch ansprechend. Wow, guckt euch mal diese Wüste an. Ist das irgendwie ein Jetpack? Objectives are displayed on the left. These are your gameplay goals. Okay. Cool. Select a unit by left-clicking or dragging a selection box around the unit. Carrier copy. Left-click and hold to drag a selection box around several units. Okay, das habe ich. Move selected units by clicking the right mouse button on a position. Destination set. Okay, das ist schon mal Standard. Ich kann meine Kamera hier nicht bewegen. Strike craft ready. Wir müssen mal gucken, wie das mit dem Ton ist, ob das irgendwie zu laut ist. When issuing commands to cue them. Cleared for move. Okay, das ist wie bei StarCraft. Kann ich hier auch... Steuerung 1, können wir Kontrollgruppen erstellen, alles klar. Strike confirmed. Ich finde das User-Interface gerade ziemlich hässlich. Achso, ja. We're moving up. Next, you'll learn how to control the game camera. Okay, wie geht das? Ah ja, okay. Scroll the mouse wheel to zoom in and out. Wow, können wir ziemlich weit rein. Hold the right mouse button and move the mouse to rotate and pitch the camera. Geil. Okay, das ist schon mal Try cool. this now. Press Backspace to reset the camera to its default orientation. Warum Backspace? Also ich habe jetzt die ganze Zeit die Maus in der Hand. Panning the camera is just as easy. Meine Hand ist links, da wo Steuerung und Shift und sonst wo ist, und ich muss Backspace. Warum das denn? Och nö, ernsthaft? Pan the camera to the command carrier now. Okay, Trägerschiff. Das ist ziemlich cool. Information about selected units is displayed in the bottom left.
Command buttons like Attack and Move are displayed in the bottom right. Go for carrier. This is a command carrier. It produces units for combat and resourcing. Also, das ist so hier unser The command carrier is your mobile Mutterschiff. headquarters, durable but lightly armed. You can press the Home or tilde key to select your carrier at any time. Okay, F1. Carrier. Move the carrier to the marked position. Das Ding ist cool. Press the F key to focus the game camera on selected units. The camera will follow focused units while still allowing you to zoom and rotate. Pan the camera in any direction to break focus. Press the spacebar to open the Sensors Manager. Okay, habe ich. You can select and move units within the Sensors Manager. Red icons represent enemy units. White icons represent your units. Your selected units are green. Okay. Orange and blue triangles represent resources. Blue domes represent the sensor range or vision of your units. Okay. Enemy units within contact range are marked with a red circle. As your units get closer, they'll be in sensor range of the enemy. At this point, you will see each enemy unit clearly. When issuing an attack move command, you'll see a red line drawn between the selected unit and the mouse cursor. When this line appears broken, the selected unit cannot fire on its target. This indicates that high terrain or an obstacle is blocking the unit's line of fire. You will therefore have to move units around the obstacle or onto high ground in order to achieve a clear line of fire. Select your light attack vehicles and use them to destroy the enemy units. You can right-click an enemy unit to attack, or press A and left-click to attack move. To command your units to attack a group of enemies, hold the Control key and drag a box around the target enemy units. Ja, das funktioniert auch so. Also das ist eigentlich StarCraft-Steuerung. Strike craft taking effective fire. Hostile strike craft down. Grafisch ziemlich cool. Gefällt mir sehr. Alert, LAV down. Location mark. Select the command carrier now. The Wo will command denn her? carrier has a unique power shunting system used to manage combat and production capability. Add all available power to the turret network system. Carrier copies. Wie geht das? Achso, okay, dahin. Weapon systems online. Hostile detected. Visual Sector unconfirmed. alert. Hostile activity. Enemy forces are attacking the carrier. Destroy them. Let's not be an X in the sand for a Gaussian patrol. Hostile designated. Na los, greif an! Alert. Carrier is taking fire. Strike Das craft. hier? The right power distribution, Panzerung. the command carrier can hold its own in combat. Okay, Reparatursysteme, Reichweite. Interessant. Selecting a unit and pressing the Move or Attack Move command button displays the terrain overlay. While the terrain overlay is active, some terrain is color shaded to display its relative height. The three colors of the terrain overlay represent high ground, low ground, and neutral ground. When a unit takes position on the high ground, it deals extra damage when attacking units on lower terrain. The enemy have deployed armored units. You'll have to find another way to defeat this enemy force. Railguns are most effective when firing from long range. However, they can be easily overwhelmed by short-range strike craft, like light attack vehicles. Proximity warning in effect. Hostiles designated. So, LAF sind ja die leichten Angriffsfahrzeuge. Assign a control group by holding the Control key and pressing a number key. We got something on. Select the units in a control group by pressing the corresponding number Ja, key. ja, ist ja alles gut. Okay. Das hier sind meine Fleet Group ersten. 1 assigned. Use the boost ability Ja, ja, on your das light sind meine attack vehicles to zweiten. intercept the enemy. Control Group 3. Select the Das light sind meine attack dritten. vehicles and left-click the boost ability button. Then issue a move command. Reading. Underway.
As vehicle crews score kills in combat, they'll earn veterancy. Veterancy improves combat ability. We see him. We're ready. To see veterancy, select a vehicle and mouse over the ability button in the lower right corner of the command panel. Veteran units also have a veterancy badge, visible on their health bar in the main game viewport. Repair and preserve veteran units. When your forces are outnumbered, veteran troops can turn the tide of battle. New heading set. So, ihr bleibt mal hier. Feindliche Railguns, und was ist das? Gepanzertes Angriffsfahrzeug, okay. Op ready. Coordinates confirmed. Wir geben jetzt mal Gas. Green Okay, line Moment. confirmed. Wo sind meine anderen da? Ready. On our way. Control Group 4 designated. Kann ich die nicht alle unter 4 zusammenfassen? Move order confirmed. Strike copies. Fleet Group 4 assigned. Alles On klar. our way. Okay. Wieso? Punch it. Getting close. Kommt, Leute, gibt Gas! Hostile range craft. Die bleiben aber auch einfach da stehen, ne? Aber hat geklappt. Die haben nicht wirklich viel Schaden genommen. Also eigentlich gar keinen Schaden. Armor online. We're up and running. Yeah, we're seeing some ghosts, but it's just static buildup. We're clear to proceed. Bin ja bei BioWare-Spielen mittlerweile sehr, bei BioWare sage ich schon. Enemy armor on approach. Copy. Target set. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Enemy armor disabled. Armored vehicle is taking fire. Readjust target. Close the flank. In and out. Drawing their fire. Weapon lock on armor. Go for carrier. So, also ich bin ja bei Spielen von, nicht, The also enemy is BioWare wäre deployed ich jetzt on nicht mixed attack skeptisch, force. aber No single unit type will excel at destroying this target. bei However, Spielen von aircraft Gearbox can sehr, attack sehr this force with skeptisch. impunity. Select the command carrier to launch aircraft. Attention. Launch aircraft by selecting the carrier and clicking the launch ability button. Fighter coordinates. After left-clicking the button, Packard in. left-click a target location to launch your aircraft. Oh cool, Flugzeuge. While deployed, aircraft can be selected and issued commands just like other vehicles. Once their ammunition is depleted, aircraft will automatically return to the command carrier to reload and repair. Boah. Effective fire. Target set. Ready. Set. Strike craft destroyed. Strike fighter coordinates dialed in. Close range. Ich glaube, wir haben es geschafft. Excellent work. You have completed the tutorial. You're ready to explore the vast deserts of Kharak. Okay, wir haben das Kampagnen-Tutorial abgeschlossen. Sehr cool. Ja. Auf jeden Fall reicht das Tutorial für Leute, die sowas schon mal gesehen haben, vollkommen aus. Was ich ein bisschen merkwürdig finde, ist, dass diese Videos zwischendurch sind. Das kann man ja eigentlich auch selbst irgendwie im Spiel zeigen. Wie ist das Ganze hier überhaupt storytechnisch einzuordnen? Vermutlich nach den Original-Homeworld-Teilen. Sehr umfangreiche Einstellungen hier. Finde ich ganz angenehm. Ja, also, ne, das war's Tutorial. In der nächsten Folge sehen wir dann die erste Mission. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Ich wünsche euch eine gute Nacht, einen schönen Tag und bis dahin. Tschüss!